Ich bin, wie man vielleicht erkennen kann, in Island im Winter. Ja, es ist kalt. Minus 10 Grad gab es heute Morgen. Gefühlte minus 16 Grad. Jetzt sind es, glaube ich, noch minus 5. Und wie man vielleicht auch erkennen kann, ich bin am Seljalandsfoss. Seljalandsfoss. Schwierig auszusprechen, wie die meisten Namen hier. Meine Kamera kann ich jetzt nicht zeigen, die filmt gerade. Ich werde jetzt mal ein bisschen laufen und ein paar Fotos machen. Vielleicht ist auch was Gutes dabei. Das Licht ist leider nicht so gut. Da hinten kommt Schnee, glaube ich. Aber man muss das Beste draus machen. Ja, ich habe hier speziell zu fotografieren. Mal schauen, wie die sind. Also. So, das waren jetzt die bearbeiteten Fotos im Schnelldurchlauf. Jetzt hier nochmal die Übersicht aller Fotos von dort an dem Tag. Ja, also insgesamt bin ich so mittelmäßig zufrieden damit. Am Anfang vom Video hat man es noch gesehen, da war der Himmel ziemlich blau. Gegen später dann eher grau. Es hat zugezogen. Hier das Foto von vorhin, das es kurz zu sehen gab. Ja, wie man sehen kann, da naht der Schnee. Und dementsprechend war dann auch das Sonnenlicht weg. Ja, ein weiteres Problem dort war der Schnee. Klar, man kann sich über Schnee freuen, aber hat den Nachteil, ist kein so schöner Vordergrund. Alle Strukturen verschwinden, man hat einfach nur eine weiße Fläche. Hier sieht man noch ein bisschen Eis. Ja, aber ansonsten bietet es nicht so viel. Und speziell dort ist das Problem, es gibt relativ viele Absperrungen. Man ist also nicht sonderlich flexibel mit der Bildgestaltung. Es gibt den Fluss hier, den man als Vordergrund benutzen kann. Allerdings steht man dabei auf einer Brücke, die auch Absperrungen davor und danach hat. Also man kann auch nicht runter bis zu dem Bach. Das ist kein Fluss. Im Sommer hat man das Problem mit dem Schnee nicht. Dort gibt es dann Moos und Gestein zu sehen. Der Nachteil ist dann, im Sommer gibt es dann viel mehr Leute, Touristen, die im Bild herumstehen. Ich habe jetzt auf jeden Fall auch schon ein paar Bilder herausgepickt und bearbeitet. Das war jetzt meine Auswahl an Fotos, die mir gefallen haben. Ich habe auf jeden Fall auch schon eine Auswahl an Bildern getroffen und die bearbeitet. Sind jetzt erstmal 19 Bilder. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die schon fertig bearbeitet sind, aber auf jeden Fall, sagen wir die ersten 80% davon. Mein persönlicher Favorit ist schätzungsweise dieses Bild hier. Es ist nicht der Seljalandsfoss selbst, sondern ein benachbarter Wasserfall, der ist 500 Meter weiter oder sowas. Der heißt Gljúfrabøy oder so ähnlich. Ja, was mir an dem Bild besonders gefällt, sind die Eiszapfen im Vordergrund und auch im Hintergrund. Das gibt eigentlich ein paar ganz schöne Details. Hier sieht man den Wasserfall selbst und man kann es vielleicht auch, ich weiß nicht, ob es im Video erkennen kann, auf jeden Fall, da ist dann schon Schnee gefallen in die Höhle hinein. Da reinzukommen ist nicht ganz so einfach. Im Sommer ist es sehr rutschig, im Winter ist es rutschig und vereist. Ja, ein weiterer Favorit von dort ist gar kein Wasserfallbild, sondern dieses Bild von, ich weiß nicht, ob es ein Bauernhof ist oder eine Ferienhütte. Steht dort auf jeden Fall ganz in der Nähe. Der Wasserfall selbst, der gefällt mir am ehesten hier aus der Perspektive. Vielleicht auch mit dem Bach im Vordergrund. Ja, dann die Perspektive hier, ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ich habe den Wasserfall zu weit rechts gesetzt. Das sieht irgendwie nicht vernünftig aus. Dann zum Abschluss habe ich noch ein Panorama gemacht. Ein vertikales Panorama, das jetzt ein quadratisches Bild ergeben hat. Naja, könnte besser sein. Ansonsten an Motiven gab es dann noch den vereisten Bach selbst oder den Eingang zu der Höhle, wo dieser benachbarte Wasserfall drin ist. Das war es dann auch schon mit dem kurzen Video. Zum Abschluss zeige ich dann noch alle Fotos, die ich dort gemacht habe.
Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ach ja, schreibt mir in den Kommentaren doch einfach, welches Bild euch am meisten gefällt.